In der letzten Folge habe ich mich ja nochmal ordentlich mit Papa durch den Schlamm gewühlt. Das war aber leider der gebührende Abschluss unserer gemeinsamen Reise. Der Alltag ruft ihn jetzt zurück nach Deutschland und für mich geht es weiter Richtung Süden, in hoffentlich wärmere und trockenere Gefilde. So, Abschied. Tschüss. Da rieselt immer noch Dreck runter, getrocknete Matsche. Nochmal ein bisschen Action. Den seht ihr jetzt auch das letzte Mal. Für lange Zeit. Ich glaube, nochmal wird er mich nicht begleiten auf diesem Trip. Jetzt bist du mein Reisebegleiter. Maschine. Ja, krass. Aber ich freue mich auch echt. Ich habe echt richtig Bock. Ich glaube, jetzt komme ich auch besser damit klar. Irgendwie schon mehr mit mir vereinbart. Und kennengelernt, wie das ist, so ganz alleine. Aber ich würde auch mit Papa noch bis nach Japan fahren. Das macht schon echt Spaß. Auch so rein fahrttechnisch jetzt auf dem Trail kann man halt zu zweit viel besser so loslegen und ein bisschen Grenzen austesten und Strecken fahren, die man sonst alleine nicht fahren würde. Und das hat schon Spaß gemacht. Wir haben uns so miteinander auch neue Techniken angeeignet und so und immer sicherer geworden. Boah, ja krass, schon auf so einem Weg fühlt sich ganz anders an jetzt zu fahren alleine. Nicht so entspannt. Aber dafür jetzt alleine ist man halt auch noch freier, ne? In allem, was man tut. Boah, es macht trotzdem Bock zu fahren. Ich glaube, ich muss nur ein bisschen reinkommen in den Modus alleine fahren. Und dann habe ich auch Spaß. Hier will ich jetzt, glaube ich, auch ordentlich ballern. Wenn ich mit Papa wäre. Oh, falsch. Und alleine ein bisschen zurückhalten. Da hinten geht es wahrscheinlich hoch. Richtig. Oh, da wird sich Papa ärgern, wenn er das sieht, dass er nicht mehr dabei ist. Hier riecht es auch gut. Schön, Alter, richtige Waldtrails. Natürlich, jetzt muss ich mir das gut in den Kopf rufen, dass Zivilisation immer weiter weg ist. Und hier kommt bestimmt auch keiner lang. Also seltenst. Vielleicht doch jeden Tag. Aber kann ich nicht von ausgehen. Na gut, hier ist die Straße. Jetzt realisiere ich es langsam, dass ich alleine bin. War schon krass. Ich vermisse jetzt schon mit Papa hier rumzuheizen und so. Aber während man fährt, merkt man es nicht so sehr wie jetzt, wenn man stehen bleibt. Es ist so still und man hat niemand zum Reden. Jetzt drehe ich mit der Kamera. Es fühlt sich ein bisschen so an, als hätte man jemanden, aber ist natürlich nicht so. Ha, geht mir jetzt schon auf den Sack. Die ganze Zeit so mit mir beschäftigt zu sein. Aber das will ich hinkriegen, dass es mir nicht auf den Sack geht. Ich dachte mal, ich könnte das voll gut, so alleine zu sein. Aber ganz easy ist es nicht. Alter, ich fühle mich als wäre ich jetzt schon ewig alleine. Dabei bin ich gerade mal 4-5 Stunden. Aber halt die ganze Zeit im Kopf, dass man noch jahrelang vielleicht alleine unterwegs ist. Das hat mir die ganze Zeit im Kopf. Wenn ich jetzt wüsste, nach einer Woche treffen wir uns wieder oder so, dann würde ich vielleicht
das ganz anders sehen jetzt und voll genießen, so allein zu sein. Ein Jahr lang alles so alleine machen. Klar, man lernt immer Leute kennen, viele, also nicht so viele, aber alle paar Tage mal welche, mit denen man dann auch mal was zusammen macht. Aber ja, ist was anderes. Ich weiß echt immer noch nicht, ob ich so alleine reisen kann. Ob das was für mich ist. Ich dachte eigentlich schon, deswegen probiere ich es weiter aus. Versuch mal möglichst lange durchzuhalten, ohne irgendeinen Podcast anzumachen oder so, weil ich mich so einsam fühle. Jetzt regnet es wieder. Oh, ein Kite. Ich muss weiter in den Süden. Mal gucken. In ein paar Tagen, wie es mir dann geht. Vielleicht muss ich mich nur dran gewöhnen. Weiter. Oh, das ist schön, Alter. Ich erkunde gerade ein bisschen abseits des Tetz, wo das wohl hinführt hier. Das ist ein recht guter Weg. Ich bin halt auf dem Navi nichts. Oh, Steine fliegen. Wow, nicht abschmieren hier. Okay, hier ist es ganz schön. Alter, durchziehen jetzt. Boah, ganz schön verblockt. Alter. Juhu. Ah, schön. Ah, wäre ich jetzt zu zweit, ich würde es machen, erkunden und so. Das ist ja ein guter Weg. Ich habe Sprit, ich habe Wasser, ich habe Essen, Wetter. Ja, keine Ahnung. Ich habe schon zu oft Scheiße gebaut. Ich fahre jetzt zurück. Okay. Okay, jetzt lass mich aber hier fahren. Oh. Boah, der ist schnell, Alter. Der ist noch direkt hinter mir. Einfach gar nicht ignorieren. Boah, der ist immer noch hinter mir. Bin jetzt hier in so eine Senke reingefahren. Hier ist ein Bächlein. Schöne Wiese, Feuerholz. Hier kann ich sogar baden. Richtige Badewanne. Ich kletter mal da oben auf den Berg und gucke, ob ich da nicht ein bisschen Empfang habe. Ein bisschen erkunden. Da ganz unten steht noch ein Bike, aber noch gar kein Empfang. Mal das Gebäude angucken. Ob das noch bewohnt ist? Weil hier der Acker ist, hier pflügt. Ganz schön zerfallen. Das war mal ein richtig schönes Gebäude, ne? Aber abgeschlossen. Boah, stellt euch mal vor, hier zu leben in dem Haus. Dieser Rundumblick. Und dann hast du hier so dein Feld und so. Boah, das kann ich mir echt gut gerade vorstellen. Oh. Oh, das ist richtig steil. Das ist noch gut erhalten hier. Hier könnte ich auch ein Unwetter verbringen. Guck mal, hier ist noch ein Butterfass. Irgendwie sehr romantisch so zu wohnen. Wenn es dir sonst gut geht und du dann hier so wohnst, dass dein Blick ist, was das für eine Lebensqualität gibt. Ich sehe gerade, hier komme ich ja durchs Fenster rein.
Stube. Hier so Kissen zusammengeflickt wieder. Hier geht's auch noch hoch, ne? Aha. Hier, antik. Zeltdach. Geile Konstruktion hier. Aber wo ist der Tresor? Vielleicht hier. Ist noch eine Anzughose? Nee. Ah. Ah. Wasser ist trocken. Mal wie das klingt schon.